Könnt ihr euch noch an mein Kugelfisch-Diamond-Painting erinnern, wo ich wirklich Steinchen für Steinchen stundenlang gesetzt habe? Das ist damals eben aus meinem Kugelfisch-Kunstwerk entstanden, das ich eben selbst auf Leinwand hier gemalt habe. Das ist das Original. Das hat dann Pigmondo für mich in ein Diamond-Painting umgewandelt und daraufhin habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen, ob man denn dieses Diamond-Painting, das ich damals gemacht habe, auch bei Pigmondo kaufen kann. Das ging damals noch nicht, aber jetzt habe ich richtig gute Nachrichten für euch, denn es gibt jetzt meine eigene Diamond Painting Kollektion mit 5 verschiedenen Motiven und die zeige ich euch jetzt einfach mal. In das erste schauen wir jetzt gleich mal zusammen rein. Hier in der Mitte sind gleich die Steinchen und unser Werkzeug. Hier seht ihr auch schon das Motiv. Ich lege es mal noch schnell beiseite. Und dann drehen wir es einmal um. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber das ist meine Qualle in der Größe 60 x 60. Wir schauen jetzt mal zusammen hier zu den Steinchen rein, was da alles dabei ist. Das finde ich immer super spannend. Also auf jeden Fall jede Menge. Das ist wieder ein Riesenprojekt. Da sind auch so richtig schöne glitzernde Steinchen dabei. Seht ihr das? Die finde ich richtig toll. In so einem Altrosa. Pink. Sehr, sehr schön. Hier ist dann auch die passende Legende, welche Steinchen dann wo gesetzt werden müssen, seht ihr hier. Und was ich immer ganz interessant finde, wir haben hier 57.600 Steinchen, die gesetzt werden müssen. Ich freue mich schon drauf, ich bin gespannt. Wenn du jetzt dachtest, das ist schon riesig, es geht tatsächlich noch größer. Das ist jetzt das größte. 80 x 80 ist das. Ihr seht schon, die Farben sind ganz anders. Nicht so bunt. Das ist wirklich riesig. Da brauche ich ein Jahr dafür. Es sind auch jede Menge Steinchen mit dabei. Wow. Seht ihr meinen Elefant? Oh, mein Lieblingstier. Oh, es sind so viele Steinchen. Ich bin schon so gespannt, wie der aussieht. Da habe ich auch eben mit einer reduzierten Farbpalette gemalt. Das ist eher halt so in so bräunlicheren Tönen. Wir schauen uns da auch gerne nochmal die Steinchen dazu an. Die sind jetzt eben nicht bunt, sondern es gibt warme Gelbtöne, Brauntöne, Orange. So ein bisschen Mint ist auch mit dabei. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Und in diesem Stil gibt es dann sogar auch noch einen Löwen. Der ist ein bisschen kleiner. Ich muss mal schauen, wo ich den habe. Das ist der hier. Der ist in der Größe 50 x 75. Und der ist eben auch in diesem Farbbereich gemalt. Die passen auch super zusammen. Hier seht ihr auch nochmal vom Elefanten die Legende. Da sind auch viele tolle Steinchen mit dabei. Insgesamt sind es 53 Farben. Und ich habe jetzt mal die Steinchen zugehalten. Ich finde es unglaublich. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele Steinchen glaubt ihr, muss man hier beim Elefanten setzen. Und Action! Jetzt habt ihr ja auch meine Qualle gerade schon als Diamond Painting gesehen. Jetzt wollte ich sie euch auch nochmal im Originalkunstwerk zeigen. So sieht die aus. Die hatte eben auch die gleiche Größe wie der Kugelfisch, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Ich möchte euch dann jetzt auch kurz noch ein paar Aufnahmen einblenden, wie die Kunstwerke entstanden sind, damit ihr das auch mal so ein bisschen seht, wie mein Malprozess da aussah. Die Hintergründe sind nämlich auch mit ganz unterschiedlichen coolen Gegenständen gemalt, teilweise mit Schablonen, mit Alltagsgegenständen aus der Küche, mit einer Klobürste habe ich auch schon mal gemalt. Also deswegen sind diese Hintergründe da eben so kunterbunt und auch mit vielen verschiedenen Formen und Mustern.
Ups. Ja, die Wand, sag mal was. Die wollte eh immer mal ein bisschen Farbe abbekommen. Jetzt zeige ich euch auch mal noch mein Pfauenkunstwerk. Das ist auch deutlich größer gemalt, wieder schön bunt. Und ja, ich kann euch den Löwen und den Elefanten leider nicht als Originalkunstwerk zeigen. Die haben nämlich schon ein neues Zuhause gefunden. Die beiden sind schon verkauft, wohnen beide zusammen. Also auch das zeigt wieder, dass sie schön zusammenpassen. Jetzt habe ich euch ja schon super viel gezeigt, aber jetzt möchte ich euch zum Abschluss auch nochmal beim Entstehungsprozess vom Kugelfisch mitnehmen und zeige euch, wie ich den painte. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal eines meiner Kunstwerke zu painten, dann schaut gerne einfach mal bei Pigmondo vorbei, schaut euch die 5 unterschiedlichen Werke an und mit meinem Rabattcode Color Your Life spart ihr sogar noch 20%. Ihr findet den Link auch unten in der Infobox. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.